willkommen zu einem neuen Storytime Tuesday. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Allgemein müssen wir mal sagen, danke an alle, die uns hier abonniert haben, die uns seit Tag 1 verfolgen. Übrigens merken wir auch gerade, dass ihr so ein bisschen mehr interagiert mit uns. Ihr schreibt fleißig Kommentare, lasst Likes da, abonniert uns tagtäglich, beziehungsweise es kommen tagtäglich neue Leute dazu. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt und ständig verfolgt, tut das doch bitte gerne jetzt und lasst auch gerne immer ein Like da, falls euch unsere Videos gefallen. Genau, wir sind zurzeit auf den Philippinen, mittlerweile 2 Wochen, und ob sich hier eine Reise lohnt, das erzählen wir euch heute. Ja, wir gehen erstmal mit euch so ein bisschen unsere bisherige Reiseroute durch. Also gestartet sind wir in der Hauptstadt in Manila. Dort waren wir für einen Tag und eine Nacht und man hört ja immer sehr viel Negatives über Manila. Es ist die kriminellste Stadt hier in Asien und es soll sehr, sehr gefährlich sein, gerade für Touristen. Dies können wir so nicht bestätigen. Also wir waren da einen Tag unterwegs, haben uns da die Sachen angeguckt und ja, wir wurden sehr, sehr herzlich überall immer begrüßt. Alle waren sehr interessiert, die Leute waren echt nett. Es wurde uns jetzt auch nichts geklaut oder wir wurden komisch angemacht oder sonst irgendwas, sind in irgendwelche gefährlichen Situationen geraten. Es war alles super. Klar, es ist eine Hauptstadt, da leben Tausende, Millionen Menschen. Es ist natürlich viel mehr los. Das Risiko ist natürlich auch viel, viel höher, dann dass dir dort was passiert, als wenn du in so einem kleinen Fischerdorf oder so unterwegs bist. Und wir haben uns jetzt auch nicht bewusst in gefährliche Situationen gebracht. Ne? Also da gehört auch mal ein bisschen Menschenverstand dazu, dass man halt nicht abends alleine in irgendwelche dunklen Gassen geht. Und von daher können wir eigentlich nur Positives über Manila berichten. Und es ist auf jeden Fall eine interessante Stadt. Ja, also und von dort aus ging es dann mit dem Flieger nach Puerto Princesa, nach Palawan, eine westliche Insel, relativ groß, relativ bekannt für Touristen. Wir sind nach Puerto Princesa geflogen, es ist immer die günstigste Option. Und dort sind wir angekommen, haben 3 Tage dort verbracht. Vorab kann man sagen, Puerto Princesa ist so underrated. Es bietet so, so viel mehr und sollte auf jeden Fall nicht übersprungen werden. Wir haben sehr oft gehört, dass viele dort angekommen sind und dann direkt mit dem Van ins nächste Touristengebiet gefahren sind. Macht das nicht. Seid mindestens 2 Tage dort. Gönnt euch das, weil es ist wirklich schön. Wir haben da zum Beispiel den Underground River besucht, den ihr auch in unserem ersten Philippinen-Vlog sehen könnt. Eines der Weltkulturerbe. Richtig, richtig cool. Hat richtig Spaß gemacht, die Tour. Dann haben wir einen wundervollen, einsamen Strand gesehen. Er war so unberührt, so schön. Es waren wirklich nur ein paar Einheimische dort und wie hieß der Strand nochmal? Naktabon? Naktabon. Ja, Naktabon Beach. Ist ein bisschen weiter weg von unserer Unterkunft gewesen. Wir sind ungefähr 45 Minuten mit dem Roller gefahren. Apropos Roller, könnt ihr euch überall auf den Philippinen easy peasy holen. 5 Euro, 6 Euro pro Tag. Genau. Handelt aber auch da immer. Macht das auf jeden Fall, immer fragen. Man kann auch sagen, die Menschen sind hier alle super freundlich und hilfsbereit und sind super interessiert an Touristen. Also sie begrüßen dich permanent. Also wenn du eine Gruppe, egal von Frauen oder Männern siehst, an denen du vorbeigehst, kannst du eigentlich zu 100% sicher sein, dass du ein Hallo bekommst. Ja, dann ging es weiter nach Port Barton. Das ist weiter im Norden der Insel. Das ist ein kleines Fischerdorf und es ist so, so süß gewesen. Wir waren dort in einem Hostel untergebracht. Das Hostel hat original 2 Zimmer. Das Hostel heißt Cocorico Hostel. Schreiben wir euch auch nochmal in die Beschreibung. Es hat original 2 Zimmer, einmal 20 Betten und einmal 18 Betten. Also wenn ihr da unterkommt, dann solltet ihr auf jeden Fall das Hostel Life mögen. Super social. Genau, sehr social. Es war richtig cool. Die Leute da waren alle richtig nett. Die Mitarbeiter als auch die Backpacker, die Gäste.
War richtig cool. Allgemein Port Barton hat uns richtig gut gefallen. Es ist so ein richtig kleines, süßes Fischerdorf. Hier ist alles fußläufig zu erreichen. Der Strand ist wirklich so wunderschön. Tagsüber wie auch nachts. Hier ist eine Bar nach der anderen am Strand. Du kannst dort den Sonnenuntergang perfekt genießen. Und du kannst auch Tagesausflüge Das ist auch nochmal machen. wichtig zu wissen. In Puerto Princesa bist du auf der östlichen Seite und kannst deshalb nicht so schöne Sonnenuntergänge am Strand genießen, sondern eher auf der ländlichen Seite. Und in Port Barton bist du auf der westlichen Seite und hast deswegen jeden Sonnenuntergang am Strand. Stimmt. 1A. Ja, einfach wunderschön. Du kannst auch zum Beispiel mit dem Boot für 1-2 Euro dann zu anderen Stränden rüber schippern. Das war auch ganz witzig, weil wir wollten eigentlich mit dem Roller irgendwo hin an den Strand und dann meinten die, nee, ihr müsst mit dem Boot fahren. Dann sind wir einfach mal mit dem Boot zum White Beach gefahren. War auch Es gibt sehr einfach schön. keine Straßen hier. Nee, es ist einfach so klein und niedlich. Es gibt gefühlt nur eine Straße, die dann wieder zur Außenwelt hinführt. Und ja, es hat uns sehr gut gefallen. Wir haben auch eine Bootstour gemacht und das war bisher, glaube ich, die schönste, die wir je gemacht haben. Wir waren zu so einem richtig schönen Strand gefahren, der Maxima Beach, Maxima Island. Und es war einfach traumhaft, Leute. Ihr habt es bestimmt auch in unserem letzten oder in einem unserer letzten Videos gesehen. Es war wirklich Paradies und ja, wir können es einfach nur empfehlen, einmal nach Port Barton zu fahren. Ja, es war wirklich der schönste Strand, den wir je gesehen haben. Und ihr wisst, wir sind jetzt 6 Monate unterwegs, wir haben schon einiges gesehen. Es war wirklich kristallklares Wasser, sauber, weißer Sand. Es war einfach wundervoll. Wir hatten natürlich auch perfektes Wetter, das muss man auch dazu Ja. sagen. Das ist ja auch immer sehr wichtig, ne? Weil sonst sieht alles immer nur so halb so paradiesisch aus. Gerade in unseren Vlogs, wir benutzen ja keine Filter oder so, wir wollen euch ja authentische Eindrücke liefern und man merkt richtig oft den Unterschied, wenn es dann mal so bewölkt ist. Ja. Sieht es nur halb so schön aus, als wenn wirklich purer Sonnenschein da ist. Also ja, Philippinen sind überall blau und kristallklar und wunderschön, das kann man auf jeden Fall sagen. Dann sind wir weiter in den Norden gefahren, nach El Nido. El Nido ist wahrscheinlich der bekannteste Ort auf Palawan und super touristisch, das solltet ihr auf jeden Fall vorab wissen. Mehr Unterschied zu Port Barton geht eigentlich gar nicht. Port Barton ist halt super einheimisch, super dörflich, ihr habt ja auch kaum Internet, also es ist super schwer. Schwierig. Selbst das Wi-Fi ist schlecht. Ja, aber El Nido ist halt ganz cool so für Urlaub und Entspannung und für Touren. Also es gibt ja ganz viele beliebte Touren, A, B, C, D. Ganz einfach benannt. Sind alles Bootstouren, alle besuchen verschiedene Spots an. Wir haben A-Tour gemacht und hatten unter anderem dann die Big Lagoon besucht, die richtig krass war. Leider haben wir keine Turtles gesehen, also keine Schildkröten, was eigentlich schon ein Traum von uns war mit Schildkröten schwimmen, aber wir sind ja noch ein bisschen Wir unterwegs. geben den Traum nicht auf, also drückt uns die Daumen. Genau, wir haben in El Nido eine Woche verbracht. Wir waren ja mit unserer Freundin dort, weshalb wir dann auch so ein bisschen mehr runtergekommen, so ein bisschen auf Entspannung gesetzt haben. Wir haben halt die El Nido Tour gemacht und so eine Adventure Tour, die ihr auch in unseren letzten Videos sehen könnt. Beide bei Hucky Life, so heißt das, Hucky Life. Ist ein Touranbieter, der sich auf junge Leute fokussiert und mehr auf Spaß fokussiert ist und einfach mehr so social. Also ist Und auch mit mehr auf Backpacker, also das, ja. Es ging auch darum, so, dass man neue Freundschaften schließt und so. Halt richtig süß, das Konzept. Und preislich genauso oder günstiger als die anderen Touren. Und sonst gibt es da halt super viel drumherum zu erkunden. Es gibt die Serena und die Rizal Street, die nachts über zum Leben erweckt werden. Ich habe gerade das Faden. Egal, ihr wisst, was ich meine. Die Straßen sind so voll, es ist eine komplette Fußgängerzone nachts und es ist eine Bar, ein Club, ein Massagesalon nebeneinander. Also es ist komplett voll
Und ja, ihr könnt euch übrigens auch auf den Philippinen günstig massieren lassen, nicht Und nur in es ist Thailand. sehr gut, Ja. muss ich sagen. Ja. Gefällt mir bisher mit am besten mit Thailand. Ja, also nicht nur in Thailand, ihr könnt auch auf die Philippinen-Wellness genießen. Ja. Und dann gibt es dort ganz, ganz viele Strände. Wir haben da zum Beispiel den Vanilla Beach, den Las Cabanas Beach und den Nakpan, heißt der Nakpan? Ja. Die klingen alle so ähnlich, Nakpan, glaube ich. Der letzte, den wir da auch besucht haben, der war auch einfach mit dem schönsten Sonnenuntergang verbunden. Alle drei wunderschön. Und den Lios Beach. Ach ja, Leo Beach. Der war auch sehr Aber der ist so schön. private-mäßig, habe ich das Gefühl Der ist gehabt. so, finde ich, so Resort-mäßig irgendwie. Ja, Das ja. ist Für so Hotel- Hotelgäste, ja. Aber war cool, war sauber, wir haben das schön, ich habe da Volleyball gespielt, ihr habt am Strand gechillt, war nice. Ja, ansonsten kann man auf jeden Fall sagen, Souvenirs shoppen und so solltet ihr dann in El Nido tun. Shoppen in El Nido ist halt alles super, super viel vielfältig dort. Also ihr könnt da ganz, ganz viel shoppen und es ist super viel vorhanden. Also ja, super Viele touristy. Souvenirs, ja. Ja. Genau, und jetzt sind wir wieder zurück in Portbaden! Genau, wir verbringen jetzt noch 3 Tage, weil es uns einfach so gut gefallen hat, bevor wir dann weiterfliegen zum nächsten Ort. Und ja, wir chillen hier einfach, genießen die Zeit, genießen das Wetter. Es war so cool, wir sind zurückgekommen und man hat ja hier schon mittlerweile so ein paar Leute, mit denen man aneinander geknüpft ist und die haben uns direkt erkannt Ja. und sind auf uns zugekommen. Es ist halt wirklich so schön hier. Ich liebe diesen Ort, das ist mein auch. absoluter favorite place on earth, wirklich. Es ist unser beider Ja, Lieblingsort. wir glaub lieben ich. es hier so sehr, es ist so wunderschön. Also hier könnte ich mir wirklich eine ganz, ganz lange Zeit vorstellen zu leben. Es ist Ja, so schön hier. es ist einfach- Und das hatten wir bis jetzt noch gar nicht, ne? Nee. Dass wir hier immer wieder zurückkommen würden, auf jeden Fall. Also allgemein würde ich sagen, die Philippinen sind bis jetzt unser Lieblingsort, unser Ja. Lieblingsland. 100%. Einfach wegen der Landschaft, wegen den Stränden, wegen dem Meer, weil alles so paradiesisch wunderschön ist. Das hatten wir bisher noch nicht. Also auch nicht in Thailand, wobei es dort wahrscheinlich eher am Wetter Wetter lag, lag. weil eigentlich ist Thailand ja auch so ähnlich, würde ich mal sagen. Ja, Mit den Stränden. aber es ist halt deutlich mehr Tourismus. Ja. Deutlich. Also Philippinen, da könnt ihr wirklich noch einsame Strände. Ihr seht das auch in unseren Videos ganz oft, dass da gar keine Menschen sind, gerade bei den Drohnenaufnahmen. Ja. Wir sind die einzigen an einem super riesen Strand gewesen. Das ist eigentlich kaum vorstellbar, aber ja, das ist hier möglich. Also wir können eine Reise auf die Philippinen zu 100% weiterempfehlen. Macht es. Ich weiß, es ist eine weite Anreise aus Europa, aber unsere Freundin hat uns auch besucht, also es ist machbar. Vergleicht Flüge ständig und es ist visumfrei. Also ihr könnt hier ohne Probleme einreisen. Ihr braucht kein Visum. 30 Tage könnt ihr hier so bleiben. Die Einreise war super easy, also Ja. es spricht alles dafür. Natürlich solltet ihr immer die beste Reisezeit abchecken. Also wir sind jetzt gerade im Januar hier. Das ist auch die beste Reisezeit. Also November Nur bis März. April, ja, November bis März, April. Ansonsten müsst ihr auch ein bisschen aufpassen wegen so Taifun und so, ne? Wettervorhersagen Ja, checken. Genau. Also, Philippinen, top bis jetzt. Aber ich glaube, das wird sich auch nicht so schnell ändern. Ey Leute, wir sind 6 Monate am Reisen und sagen, dass die Philippinen das Krasseste ist. Das muss schon was heißen, ne? Ja, wir haben Ne? schon viel gesehen, aber das haben wir noch nicht gesehen, was es hier gibt. Das haben wir noch nicht gesehen. In dem Sinne, Leute, wartet noch auf mehr Philippinen-Content von uns. Wir wollen noch mit Walhaien schwimmen. Ja, Das steht noch auf unserer Liste. Und mal sehen, ob wir noch es schaffen, mit Schildkröten zu schwimmen. ja, das wäre ein ganz großer Traum. Ja, dann heule ich Ja, schwöre. unter Wasser. Meine Taucherbrille heute. Und ansonsten wünschen wir euch eine wundervolle Woche. Bleibt dran, schaut Sonntag wieder rein und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.